wir jetzt, wenn ich meine Brille zur Seite gelegt habe, starten. Die Leute begrüßen. Hallöchen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bold Action auf unserem Kanal. Genau, wir sind wieder in der Wüste. Wir hatten ja eigentlich angekündigt, dass wir schon eine Kampagne losstarten wollten, aber dadurch, dass wir ja doch auch sehr eingebunden sind und relativ kurzfristig wieder zum Spielen kommen nach 3 Wochen. Wenn man das hört, das ist so lange saghaft. Egal. Ja, sind wir hier und wollen doch noch erst ein bisschen spielen, da wir die Kampagne noch ein bisschen vorbereiten müssen. Genau. Neben der ganzen Arbeit, Familie und was man sonst noch alles hat, ist es schon mal schwer, sich ein paar Gedanken zu machen. Deswegen werden wir heute... Ja, wir werden heute auf jeden Fall nochmal die Italiener gegen die Briten werfen. Vor allen Dingen für mich wichtig, die Italiener, einfach weil, ihr habt das ja im letzten Spiel gesehen, für mich doch sehr enttäuschend gelaufen ist, aber das weniger an den Italienern liegt an sich, sondern weil ich einfach zu wenig Erfahrung mit denen habe und die sich dann doch schon stark von ihrem Tun und Machen unterscheiden zu den anderen Fraktionen. Man muss da ein bisschen... Ja, darf nicht so blauäugig einfach sein. Ne? Ja gut, du hast das erste Mal gespielt, muss man auch dazu sagen, dass man eine Armee erstmal kennenlernen muss. Wenn du 10-mal gespielt hast, glaube ich, können wir nochmal reden. Genau. Ne? Und wir haben uns jetzt mal ein paar Sachen angeguckt, haben uns auch ein bisschen mehr die Einheiten angeschaut und ein bisschen umstrukturiert, vor allem ja auch das, was wir jetzt da haben. Das werdet ihr ja auch gleich nochmal sehen. Und ja, da hoffe ich einfach mal, dass das für mich... diese Runde ein bisschen besser aussieht. Genau. Wir werden diesmal nicht automatisch ein Verteidiger-Angreifer-Szenario machen, sondern wir werden mal ganz klassisch aus dem Buch den Szenario-Selektor benutzen. Das heißt, wir werden würfeln. Ja. Und das machen wir gleich live. Genau. Genau. Erst würden wir, denke ich mal, die Armeen vorstellen. Danach werden wir dann live würfeln, dass ihr seht, was passiert. Und ja, bis dahin würde ich sagen, Prost. Ich klinge immer so, als ob du einen Schnaps reingekippt hast in den Kaffee. Nein, da ist kein Asbach drin. Dann lege ich mal los mit meinen Einheiten, die Briten. Wir sehen hier im vorderen Bereich einmal den Offizier. Das ist ein First Lieutenant regulär. Nein, stimmt nicht. Veteran, Entschuldigung. Weil ist ja ein SAS-Offizier. Dementsprechend 2 7er Trupps SAS mit 2-mal MP und 5-mal Gewehr. Dann 3 identische reguläre Trupps, je mit einer MP und entsprechend 6 Gewehren. Entschuldigung, sind 7. Genau, keine MGs oder irgendwelchen Kladderadatsch. Die SAS-Truppen haben im Übrigen noch Handgranaten. Das heißt, die sind auch gefährlich für Fahrzeuge. Dann setze ich einen regulären Grant. Das erste Mal, dass ich das Fahrzeug einsetze. Den habe ich ja letztens irgendwann mal schön bemalt. Dementsprechend muss der jetzt auch mal auf das Spielfeld. Ja, den finde ich immer imposant. Der ist so martialisch von der Außenform. Und ja, mal gucken, was er bringt mit seinen ganzen Kanonen. Dann, ja, eigentlich schon der Standard, ne? Der gefällt mir immer gut, der gute alte Humber. Dementsprechend auch der wieder am Start. Auch der ist regulär. Dann natürlich meine obligatorische Feldhaubitze, die muss ja sein. Die sollte nie fehlen. Genau. Dann habe ich noch einen mittleren Mörser, der ist unerfahren, soweit ich weiß. Könnte auch sein, dass er regulär ist, schaue ich gleich nochmal nach. Dann sage ich euch das im Spiel. Ansonsten darf natürlich mein freier Artillerieobserver nicht fehlen. Und das Ganze sind genau 1002 Punkte. Ja, dann würde ich sagen, übergebe ich gleich mal an den Chris und dann kann der euch die Italiener vorstellen. Okay, kommen wir jetzt zu den Italienern. Ich habe die Liste jetzt etwas abgeändert. Aufgrund der letzten Überlegungen, die wir jetzt hier so angestellt haben. Wir fangen hier nochmal an. Wir hatten jetzt hier den Panzer einmal, den kleinen. Jetzt muss ich nochmal kurz spicken, das war der
Caro Amato, glaube ich, ja genau, als Veteranenfahrzeug. Dann haben wir das Elefantino, haben wir auch Veteran belassen. Wir haben den mittleren Mörser als Veteran belassen. Wir haben einen Opel Blitz von den Deutschen ausgeliehen, vom DRK, mit einem MMG ausgerüstet. 2 reguläre Infanterietrupps, wobei der NCO jeweils einen MP hat. Dann haben wir unseren Offizier und Second Lieutenant, Veteran mit Assistenten. Der Medic ist auch dabei geblieben, Veteran. Das Sararina-Fahrzeug ist auch als Veteran geblieben. Dann haben wir neu dabei die Pledgers. Hier muss ich dann nur noch mal einmal die Base anpassen. Die sind regulär und haben einige pfiffige Regeln. Die werdet ihr dann sicherlich im Spiel sehen. Und dann haben wir diesen, oh Gott, jetzt muss ich nachgucken. Das ist ja wieder hier alles italienisch. Guastatori Destruction Truppe. Das heißt, das sind Pioniere bzw. Ingenieure, die 2 Flammenwerfer nehmen dürfen, die wir hier auch mit reingepackt haben. Das sind 10 Mann. Und ja, ich bin gespannt, was die bringen. Und im Summe haben wir 1011 Punkte. Die 2 Infanterietrupps hier oben sind auch Panzerjäger, haben also die entsprechenden Granaten dafür. Ja, dann würde ich sagen, wir würfeln jetzt, Christian, für was wir jetzt für ein Szenario spielen. Genau, aus den Grundbüchern, da gibt es ja so eine kleine Tabelle, dementsprechend genau. Was ich noch bei meiner Liste vergessen habe und was ich auch nicht hingestellt habe, der Spotter für die Hobbits. Stimmt. Beziehungsweise das nicht der Spotter, der ersetzt. Und genau. Ja. Dann haben wir aber alles, ne? Genau, so sieht es aus. Und dann würde ich sagen... Dann kannst du ja eigentlich schon mal würfeln. Dann würde ich sagen... Der englische Würfel ist für 1 bis 3 ein Angreifer-Verteidiger-Szenario und 4 bis 6 ist es das nicht und der andere ist dann für die Kästchen der W6 für das Szenario selber. Ja. So. So, es ist auf alle Fälle ein Angreifer-Verteidiger-Szenario. Und die 4 wäre dann Szenario 10. Halten bis Endsatz eintrifft. Ja, dann haben wir das Szenario ausgewürfelt, was wir heute spielen wollen. Wir bereiten jetzt soweit die Platte vor und sehen uns dann gleich abschließend nochmal mit der Platte und fangen dann direkt an mit der Runde 1. So, wir haben das Spielfeld aufgebaut. Wir haben ein Missionsziel deklariert. Das steht hier in der Mitte, das ist das Flugzeug. Der Italiener durfte 6 Zoll um das Missionsziel 2 seiner Einheiten aufstellen. Eine verpflichtende Infanterieeinheit und eine zweite Einheit mit dem Schadenswert weniger 7. Das ist dann entsprechend hier das Fahrzeug. Hätte auch eine Infanterieeinheit sein können, laut Deklaration ist das ja auch eine andere Einheit mit weniger als 7 plus Schaden. Ja, der Engländer durfte im Nachgang alle Infanterieeinheiten aufstellen, egal wo auf der Platte, nur zwingend 18 Zoll entfernt von den Feindeinheiten und 18 Zoll entfernt vom Missionsziel. Das habe ich getan. Alle meine Einheiten durften sich auch aussuchen, ob sie versteckt sind oder nicht. Dementsprechend sind sie natürlich alle versteckt. Wir haben hier den Artillerieobserver. Wir haben hier eine Standard-Infanterieeinheit regulär. Hier steht eine SAS-Einheit hinterm Haus. Auf dem Haus wieder eine reguläre Infanterieeinheit. Davor eine reguläre Infanterieeinheit.
Hier im hinteren Bereich der Spotter der Artilleriekanone. Gegenüber eine SAS-Einheit mit dem Offizier. Und das war's. Viel mehr habe ich ja gar nicht. Genau. Ja, was wir jetzt machen müssen, es ist zwingend erforderlich. Als Missionsziel muss man zum Schluss das Missionsziel halten. Das heißt, man muss eine Infanterieeinheit oder ein Transportfahrzeug inklusive einer Infanterieeinheit innerhalb von 3 Zoll als einziger haben. Dann hat man, Artillerie kann auch sein, genau, richtig, stimmt, das recht. Das habe ich überlesen. Innerhalb von 3 Zoll und es darf keine andere Einheit innerhalb von 3 Zoll sein. Richtig, dann sonst wäre es umkämpft. Genau, wäre es umkämpft. Unentschieden würde das dann sein. Genau, Sieg, wenn eine Seite am Ende des Spiels das Missionsziel kontrolliert, gewinnt sie das Spiel. Und hat keine Seite das Ziel unter Kontrolle, ist es unentschieden. Genau. So sieht's aus. 6 Runden standardmäßig. Genau. Auf 6 Und Runden auf wird gewürfelt. 4 plus nochmal die 7. Okay. Ansonsten gibt es keine anderen Punkte, die gezählt werden. Das heißt keine Einheiten etc. Es geht rein um, wer hält das Ziel. Ja, das ist so ein bisschen jetzt ein Flughafen, ein Feldflughafen, den wir jetzt hier so gebaut haben. Hier steht ein Aufklärer, der unbedingt gehalten werden muss, meinerseits als Italiener, weil er wichtig ist für die Front. Und die Spezialeinheiten mit den SAS-Truppen wollen das natürlich unterminieren und den Aufklärer zerstören. Genau. Wichtig ist noch, den Rest der Italiener musste man in 2 Wellen teilen. Ja. Dementsprechend hat Chris das deklariert. Ich darf meine restlichen Fahrzeuge und die Artillerie als Reserve reinholen. Genau. Ja. Und somit fällt auch die italienische Bewegung nicht flach, aber ich kann mich halt am Anfang jetzt nicht viel bewegen in der ersten Runde. Da gab es ja diese, wenn du, ach ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Der Italiener ist übrigens der Verteidiger und der Engländer der Angreifer. Das Würfelglück war dem Italiener diesmal hold. Ja. Und dementsprechend durfte er sich auch nochmal 2 Objekte als zusätzlichen zusätzliches Schutz aussuchen. Genau, da haben wir die Panzersperren für benutzt. Ja. Und genau, und jetzt das heißt, wird im Prinzip Christian wieder in der ersten Runde mit seiner Bewegung gedrosselt, indem er nicht rennen darf. genau, Und ja, dann ist das auch schon gewesen mit meinen speziellen Sonderregeln dann von den Italienern, die zu diesem verteidigenden Angriffsszenario halt dazukommen. so sieht's aus. Und dann würde ich sagen, wir füllen mal den Beutel und fangen dann an zu ziehen und dann sind wir gleich wieder da. So, Runde 1, wir starten, es geht los. Ich ziehe den ersten Würfel und ziehe mich und würde natürlich eine Truppe der ersten Welle reinbringen. Dann nehme ich in dem Fall den Mörser. Der Mörser macht einer rein. Macht er eigentlich gar nicht. Ja, es steht hier. Hier. Meins. Wieder schwarz. Wir bleiben im Geschehen. Dann würde ich das Elefantino reinbringen. Das ist ein bisschen schwieriger. Jetzt würde ich tatsächlich hier ein bisschen hinter das Cover packen. Ich weiß nicht, der kann ja trotzdem drüber schießen, ne? Oder? So deklarieren wir das, ja. Ja, okay. Dann würde ich es hier stehen lassen. Hier. Ja.
Sonst musst du demnächst noch die Hindernisse auf jede Kanone ausrichten. Ja gut, das ist ja Das ist ja Deklarationssache. die Größe der Kanonen, die variiert ja immer. Das ist genauso wie mit der liegenden Infanterie. Die können ja rein theoretisch auch nicht über irgendwas drüber gucken. Ne? Das ist. Okay, gut. Haben wir das? Ach, schon wieder. Möchte ich denn jetzt schon immer dran sein? Ich würde tatsächlich das Savarina hier auf einen Ambush Ja, legen. das wäre ehrlich gesagt mein erster Würfel gewesen. Ich ziehe mich nur. Tut mir leid. Oh, ist gut. Und Man kennt ja nichts anderes von dir. oh, Würfelglück auf andere Art. wir sind heute höchst motiviert, dass das Glück uns auch hold ist. So, jetzt hörst du mal hier. Alles klar. Walten. So, ich habe ja den Snap 2. Dann werde ich mal zusehen, dass die Jungs advancen. Ich darf ja, wie wir wissen, bei den Italienern in der ersten Runde nur einen Advance machen. Dementsprechend darf ich nicht rennen. Ja, das werde ich mal nutzen. Mit dem Offizier werde ich 6 Inch bis hier laufen. Und dann auf das Elefantino feuern. Ja. So, ich denke, es sind über 6 Zoll. Ja. Ja. So, 2 Würfel. das Elefantino ist in schwerer Deckung Genau. und es hat, Dann die 5, die 6. ich guck mal eben kurz, ob das sogar ein Kanonenschild hat. Nein, das Elefantino hat kein Kanonenschild. Nee. Das ist ja keins dran. Ja, okay. Hat kein Kanonenschild, alles klar. Ja, dann. Ein Kanonenschild, ich zeige dir das mal. Ja, Sieht so aus. ich habe das. Nee, die Frage stelle ich wirklich, weil ich das halt schon mal an einer Kanone gesehen habe. Da war es aber, also in den Regeln, aber es war nicht verbaut. Deshalb. Ja, vielleicht gibt es dann die Möglichkeit. Es gibt ja manchmal, kannst du ja mit 5 Punkten eins dazu kaufen. Ja. Was es dann so gibt, genau. Ja, das heißt also auf die 6. Kein Treffer. Jo. Gut, dann sind im Prinzip deine SAS-Yogis noch dran. Genau, meine SAS-Yogis sind dran. Dementsprechend werden die mal hier rumlaufen. Und das gleiche tun. Ja, wir haben 2 MPs dabei und den Rest Gewehre. Ich komme mal näher und Ja. messe erstmal die beiden MPs. Das sind aber nicht in 6,5. Das heißt, sie sind beide nicht. Das bedeutet, wir haben die Gewehre allerdings alle in kurz. Die Gewehre auf die 5. 6, weil sie bewegt worden sind. bewegt, wollte gerade sagen. Wir haben 7 Leute, das heißt 2 MPs und 5 Schuss Gewehre und ein Schuss mehr wegen Hast Rapid Fire. ich wollte gerade fragen, hast du Ich die habe nicht Rapid? deklariert, deswegen ist ja standardmäßig die Rapid Fire. Deswegen Okay. will ich das jetzt auch so lassen. Mhm. Theoretisch hätte mir in diesem Szenario, weiß ich nicht, auch nicht sonst was gebracht. Ja. Egal. Alles auf die 6. Das Zwei sind 2 Treffer, Ratten. auf alle Fälle schon mal der Pin. Und Veteran. einer Verlust. ist schon mal tot. Ja, ein Pin. Und das ist der Lebensanzeiger hier. Wir sind jetzt noch bei 2. Er muss einer abbrechen. Nö. So, alles klar. Order Dice fehlt hier noch. Kommt sofort. Die hatte ich hier irgendwo. Du Da kennst muss mich ich doch. Christian Kennst immer meine dran Order Dice. erinnern, sonst sind die wieder irgendwo, wo sie nicht sein sollen. Ja, 2-mal Advanced. Als nächstes kommt Infanterie. Genau. Das sieht aus wie Black Shirts. Ich finde ja diese Mütze so geil mit dem alten Bommel da dran.
Wie von so einem Kasper. Ja, genau. Jo, die versuchen jetzt hier ein bisschen das Elefantino mit zu unterstützen. Und wollen den SAS-Truppen hier nochmal eins einheizen. Deshalb habe ich Vorrücken gewählt und würde jetzt nochmal schießen. So, wir haben eine MP von dem NCO dabei. Die ist lang und die Gewehre sind alle kurz. Das heißt auch alles auch das gleiche. Das heißt, du kannst eine Würfelfarbe nehmen. Ja. So, wir haben zweimal MP und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Gewehre. So, ich habe mich bewegt. Ja, wäre die 4. Und ja, du bist nicht in Deckung. Das ist die 4. Das ist die 4. Es ist und bleibt die 4. Schauen wir mal. Ja, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. 4 Stück sehe ich. Ja, und jetzt müssen wir aber auf die 5. Eine ist doch nicht schlecht. Aber noch nicht mal picken. Jeder tote Veteran ist ein guter Veteran, wenn es von der Gegenseite ist. Das stimmt allerdings. Okay. Und dann ziehen wir den nächsten. Nächster Würfel. Schwarz. Ach herrje, ach herrje. Ach komm, du willst das doch nur. Ja. Denk dran, die erste Welle nur noch. Ja, ich habe ja nur noch 2 Einheiten. Der Rest muss draußen bleiben. Ja, der Offizier, der wird hier einfach mal unterstützen. Jetzt muss ich nur wieder aufpassen auf Christians Bob, auf Was ist denn der Bob? Bombardement. Ach so, du meinst meinen Artillerieobserver. Ja, ich habe ja diesmal noch nicht mal einen zweiten dabei, also mal keine Angst. Ja gut, es reicht nur einer, der wieder richtig reinmescht. Ne? Ein einleitendes hatten wir auch nicht, schade. Ja, ach, es ist eh immer wie... Ich kann es eh nicht ändern. Ne? Nein. Das ist, was soll der Geiz? Wir rücken hier vor mit dem Offizier auch ein bisschen Deckung und versuchen nochmal mit dem einen MP-Mann hier zu schießen. Der Offizier selber hat eine Pistole. Dann kann der Assistent nochmal 2 Schüsse unterbringen. Bewegt. Ja, jetzt schieße ich über diese Deckung, ne? Ich stehe ja nicht an der Deckung ran, dann kriegst du ja die Deckung auch. Aha. Ja. Bewegt. 4, 5, 6 ist ja eine schwere. Sonst nichts, ne? Komm. Schaffst du. Bewegt fällt ja weg, ist ja ein Dings. MP 5. 5, tatsächlich, ja. Ja, ein Treffer auf alle Fälle. Ein Pin, das ist doch schon mal cool. Und? Nein, 3. Nein. Pin geht aber hoch, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist doch das, was du eigentlich möchtest, oder? Ja. Aber ich glaube, das ist hier nur so eine Ablenkungsgruppe, die da wieder rausgekommen ist. So, jetzt bist du endlich wieder dran. Zack. So, mein nächster ist ein Feuerbefehl. Ich habe hier einen Standardtrupp mit 6 Leuten und einem NCO mit der MP. Dementsprechend mit der Rapid-Fire-Regel schieße ich auf den Saharianer und werde mal schauen, was ich mit meinen Gewehren anrichten kann. Ja. 8 Schuss, lange Reichweite. Und ich glaube, die Gemüsekisten sind kein Cover, oder? Für das Riesending. Nö. Das heißt auf die 4. Sind auf alle Fälle schon mal ein Querschnitt und Treffer. So. Dann würfeln wir mal. Da ist eine 6. Genau. Auf den
im Top der Saison so. Ja. Das heißt, die Treffer hätten uns auch schon einen Pin gegeben. Wir suchen die Tabelle raus und dann kommen wir gleich wieder. Ja, Christian hat auf der Fahrzeugschadenstabelle gewürfelt und natürlich musste eine Ratte kommen. Und das war wieder der Genickbruch für den Sararina. Er hat es leider wieder nicht geschafft, eine Aktion zu machen. Gut, ist jetzt halt fraglich gewesen, das Fahrzeug hier in den Ambush zu setzen, aber ich musste ja hier sowieso ein weiteres Missionsziel platzieren. Aber man lernt raus, hätte man vielleicht eine Infanterieeinheit stellen sollen beim nächsten Mal. Ist halt so. Oder keine Ambush legen, dann Ja. wäre die Aktion nicht da gewesen. Ja. Gut, alles klar. Dann der nächste Würfel. Ja, Christian hat jetzt hier den nächsten Würfel bekommen und macht einen Advanced mit dem zweiten SAS-Trupp. Hier in die Sandsackstellung. Zack. Ja. Und schießt wieder auf deinen Trupp. So, und dann messen wir mal ab hier. 2 MPs sind auf jeden Fall dabei. Ja, die sind auf Die alle werden Fälle nicht außerhalb rankommen. der Reichweite. Ansonsten sind wir auf langer Reichweite natürlich. Das heißt, ich habe 5 Gewehre, das heißt 6 Schuss. Zack. Bewegt, lange Reichweite auf die 5. Und Jo. da sind schon mal 2 Treffer. 2. So, wir haben reguläre, das heißt auf die 4. Einer ist tot und ein Pin. Klack. Kurz vor der zweiten Runde. Genau. Wir haben gerade eine leichte Diskussion gehabt, wie das funktioniert mit dem Lösen des Ambushes. Genau. Wir haben jetzt 2 Einheiten. Meine hat den Ambush lösen können. Dementsprechend drehe ich den auf Fire um. Wie sieht das aus, wenn diese andere Einheit auch auf mich schießen möchte? Da wir ja jetzt keine Zugreihenfolge mehr am Ende der Runde haben, gibt es in irgendeiner Weise eine Regel, die besagt, wer dann zuerst dran ist? Oder gibt es eine Möglichkeit, das zu regeln, dass gleichzeitig geschossen wird? Wisst ihr das? Schaut einfach. Also, wir haben gerade ins Regelbuch geguckt, haben nichts gefunden. Wenn ihr wisst, wie das ist oder ob es da eine Errata gibt, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Jo. Genau. Nichtsdestotrotz, nachdem wir diese Regelfrage hatten, hat Chris versucht, seinen Ambush zu lösen. Er hat es nicht geschafft. Ich habe es geschafft. Entsprechend werde ich jetzt schießen. Ein Standardtrupp mit entsprechend wieder 6 Gewehren. Mal gucken, ob wir überhaupt in der Reichweite sind. Oi, sind alle in Reichweite, 24 Zoll. Aber haarscharf. So, das heißt, ich habe 8 Gewehre. War da nicht auch ein NCO dabei? Ja. Mit Ja, dem P. mit dem MP, der steht dahinter. Und ich habe mich nicht bewegt. Das ist lange Reichweite. Du hast keine Deckung. Ja. Dementsprechend auf die 4. Ja, Das ist diesmal nicht so gut. Und auf die 4 wegen regulär. Und Jo, zweite zwei Runde. Tote. Und ein Pin geht hoch. Ja. Warte, ich gebe dir noch einen zweiten Pin. Das muss nicht sein. Ja, gut. Dann sind wir mit der Runde durch und melden uns gleich zum Ari-Schlag. So sieht's aus. Der Eichschlag, kommt er nicht? Das ist eine 2. Er verschiebt sich auf die nächste Runde. Auf die nächste Runde. Ja. Oh, jetzt muss ich noch mal zittern. Bei einer 2 konntest du nicht auch verschieben, theoretisch? Theoretisch, praktisch, ich schau mal nach, wie weit und ob überhaupt. Und stell doch nicht immer solche Fragen, wenn wir filmen, Mensch. Nach meiner glorreichen 2 darf ich natürlich den Artillerieschlag um 12 Zoll verschieben. Das werde ich auch mal ein bisschen tun. So, aktuell liegt der hier. Genau, den werde ich noch so ein kleines bisschen, glaube ich, nach hier verschieben. So lecker. Jo, alles klar. Die Jungs noch ein bisschen kommen wollen. Alles klar, dann würde ich sagen, Du kannst den nächsten Würfel ziehen. ziehe Würfel, genau.
Und es ist ein grüner. Mhm. Dann kannst du ja gleich loslegen. Yo. Ja, dann werde ich mit meiner SAS jetzt mal versuchen, einen Nahkampf zu machen. Ja. Ich gehe mit der SAS auf die Schwarzen. Die Black Sheets. Ja, dann bist du ja Gott sei Dank noch weg, dass ich Abwehrfeuer machen kann. Ja, das kannst du tun, genau. Aber du musst ja sowieso auch erstmal testen, ob du das machen kannst. Dein Befehl. Ach ja, ich habe ja auch noch. Ich habe eine 7, passt? Ja. Ja, dann werde ich jetzt hier mal Abwehrfeuer machen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schüsse. Wobei, ja, dann mache ich das mal eben. Achso. Okay. Ich würde hier so. Okay. Du machst aber einen Streuwurf, ein Lecko-Pfanne. So, jetzt kommt der Verwundungswurf. Kein. Ja, dann zieh mal meine Jungs ran. Mal ran. Das wäre sehr, sehr zuvorkommend von dir. So, der Pin, den hast du so aber noch. Und ja, dann schlägst du zuerst zu. Genau, dann würde ich dir jetzt mal hier die Kamera wieder überreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Dann musst du mal gucken, ob du da die Schläge vielleicht aufteilen willst, also die Würfel wegen den MPs. Dass du vielleicht andere Würfel nimmst. Wie gut, dass ich hier die anderen britischen habe. Die MP. Reguläre waren das, ne? Ja. Die MP schießt zweimal. 2 Treffer. 2 sind tot. 3 Tote. 3 Tote. 3 Tote. Jetzt kann ich noch mit 4 Hanseln zurückschlagen. Jawohl. Klar, Moment, ich muss mal hier eben kurz was nachgucken. So, jetzt kommt eine glorreiche italienische Regel zum Einsatz. Wir haben die Black Shirts. Ich spreche sie wieder nicht in Italienisch aus, sonst kann ich mich nur blamieren. Dementsprechend haben wir, wenn wir eine 1 und 2 jetzt würfeln, man muss das tun, einen W6 würfeln, sobald sie verwundet werden im Nahkampf oder beschossen werden. Dann 1, 2 werden sie zu Shrikern. Genau. Auf einer 3, 4 bleiben sie gar nichts und auf der 5, 6 werden sie fanatisch. Richtig, genau. Das könnte sich nämlich jetzt halt entsprechend auf den Nahkampf auswirken. Das Ganze heißt hier bei den Italienern non testati. Das heißt diese Sonderregel von den so Ja, 6. sie sind fanatisch. Hey! Das ist schon mal positiv für den Nahkampf jetzt. Genau. Christian hatte mir den MP-Mann auch übrigens hier rausgeschossen, Durch eine 6 und gedeckt, genau. So, das heißt, ich habe 3 normale Gewehrschützen und musste ich auf die 5 verwunden. Da habe ich einen weg. Jawohl. So, und Dann geht der Nahkampf weiter. der Nahkampf geht jetzt halt weiter durch die Fanatic-Geschichte, durch mich. Das heißt, jetzt schlagen wir aber gemeinsam zu. Wir sind übrigens beide fanatisch, weil die SAS haben die Who Dares Wins Regel. Ja. Und dadurch sind die auch fanatisch. Ja, gut, dann ist das eh alles total egal letztendlich. Wir schlagen jetzt aber gemeinsam zu, weil wir ja weiterhin im Nahkampf sind. Du hast jetzt den Bonus nicht mehr. Du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Du musst wieder gucken wegen den MPs. Und ich habe weiterhin 4. Habt ihr noch mal einen, den kann ich picken. Einer ist auf jeden Fall tot. Und du machst Ein Treffer, 2 Treffer, ja, 2 weg. 2 Tote, ja. So, Nahkampf geht immer noch weiter. Ich hatte jetzt wieder normalen Gewehrschützen. So, dann bin ich bei 2, du bei 4.
Jawohl, ich würfel schon mal. Ich habe 2 Tote. Meine MP hat getroffen, aber sie schießt kein zweites Mal. Gut. Und weißt du, dass ich ziemlich dämlich sind, weil meine Leute sind alle Tough Fighter, ich doof. Ach so, okay. Ja, dann wäre jeder. Oh. Macht er jedes Kraut dann nicht fett. Ich wollte gerade sagen, macht's jetzt nicht fett, wäre wahrscheinlich eine Runde eher gewesen. Ja. Aber das ist, wenn man seine Regeln nicht kennt, beziehungsweise Ja. nicht dran denkt. Ich kenne die dann auch nicht immer. Nein, das musst du auch nicht. Die sind SAS, auch sehr zugepackt, die ja, SAS ja, mit Regeln. die sind ziemlich zugepackt, aber sind natürlich auch sehr teuer. Die kosten mit 4 Figuren schon fast 80 Punkte. Ja. Gut, immerhin habe ich 2 von den Veteranen ausgeschaltet. Christian muss jetzt noch einmal ein W6 machen für eine Neuformierung. Jawohl. 5 Zoll. Eine 5 Zoll Neuformierung kommt sofort und dann sind wir wieder da. So, Christian hat den nächsten Würfel. Er wollte jetzt nochmal seinen Offizier ziehen. Genau. Macht ein Advance. Und schieße auf den Offizier. Mhm. Ja, wird wahrscheinlich Point Blank sein. Oh, 2-1. Snack Eyes! Da habe ich schon ansetzen wollen und ja, gut, alles klar. Gut. Genau, ich habe mal die Würfel überall weggenommen und habe nur noch die eine, Da, die sich wo noch nichts ja. getan hat. Das ist jetzt nur für mich, damit ich noch die Übersicht habe, welche Einheiten versteckt sind. Ansonsten hat das jetzt keine weitere Bewandtnis. Ja, gut, die können wir erstmal links liegen lassen. Das kommt erst noch. Mhm. Ja, ich will mal kurz überlegen, was ich mache. Wobei, ich will eigentlich gar nicht überlegen, was ich mache. Ich weiß, was ich mache, und zwar werde ich jetzt als erstes den Mörser aktivieren für einen Beschuss. Und zwar auf diese Yogis hier hinten. Möchtest du down gehen? Nö. So. Du bist doch Captain Armageddon. Genau, und er macht jetzt einfach eine 6, weil er es kann. Nein, fast. Eingeschossen. Okay. Ja, hätte sein können, ne? Ja, natürlich. Der Schwarze macht weiter. Gut. Jetzt werde ich aber noch mal kurz überlegen. Chris hat gerade mit seiner Elefantino, ich finde diesen Namen so geil, für so eine zierliche Kanone, auf meine SAS geschossen mit HE 1 Zoll. Hat einen Pin verursacht, aber leider keine Verwundung. Dementsprechend nichts passiert. Danach hat er den nächsten Würfel bekommen und hat seinen LKW, hätte ich fast gesagt. Amato, ja. Das Genau. fällt mir auch gerade wieder ein. Wir haben gerade auch schon behauptet, das ist ja ein italienischer Panzer, der macht bei jedem zweiten Kettenrasseln einmal eine Fehlzündung im Motor. Genau, dementsprechend ist er auch nur slow, weil er nicht so gut eingestellt ist. Nein, Ja. er hat die Sonderregel slow. Genau. Und er möchte auf meine SAS-Truppen, die sich hier rausgewagt haben, schießen. Und das möchtest du mit? Mit der Pack, mit dem doppelten Bug-MG, genau, das war's. Alles klar, dann 10 Schuss MG auf lange Reichweite, das hatten wir gerade ja schon gemessen. Ich wollte erstmal die Pack machen. Und die Pack auf kurze Reichweite. Du hast dich bewegt, ist die... 4. Und das war's. Genau. Das ist die 4 für die Pack. Es ist Nein. eine 2. Captain Armageddon. Ja. Gleich wirst du wieder degradiert. Ich glaube, so viele Dienstgrade gibt es gar nicht mehr, wie ich jetzt schon mittlerweile herabgesunken bin. So, 10 Schuss MMG. Das ist dann aber die 5. So sieht aus. Mal schauen. Oh, eine nur. Eine Ja, 5. das ist Ja, ein das Tipp. ist ein Kipper, den darfst du wiederholen. Muss ich nochmal wiederholen, aber das ist schon mal wieder ein sehr schlechter Wurf für diesen Panzer. Ne, ist doch ein guter für dich, du hast getroffen. Eine 2 auch noch vergeigt. Komm, es gibt schon mal einen Pin, den gönne ich dir schon mal in mir, den Leuten. So, jetzt muss auch direkt die 5 kommen, mindestens. Nein, die 3. Würfel nicht immer so wild, ich habe Schwierigkeiten mit der Kamera hinterher zu kommen. Ja, ich muss mal richtig würfeln und den nicht nur fallen lassen. Ja, so, der nächste Trantütentruppe. Ja,
Was soll der Geiz? Der Offizier, der bewegt sich. Und zwar hier ran. Nö, eigentlich bewegt er sich hier rum mit dem Vorigen. Vor lauter gucken, was du da tust, habe ich vergessen, die Kamera mitzubringen. So. Und die schießen jetzt auf deinen Offizier. Ganz einfach. So, damit sind sie im Point Blank und treffen auf die 2, weil es sind ja beides Sturmwaffen. Wir haben einmal Pistole und 2 Schüsse MP. Du bist aber noch ein kleines Team, das habe ich vergessen, also wieder auf die 3. So, was anderes kannst du nicht machen. Du hast hier schon einen Befehlswürfel. Und die 5 ist schon mal getroffen. Und jetzt muss ich den Typen noch wegsegeln. Mit einer 1 bestimmt nicht. Also auch wieder noch ein Pin. Es scheitert wie immer an den Verwundungswürfen. Merkt das schon wieder? Naja, geht schon wieder los, ne? Das ist schon wieder das leidige Thema. Sichere Sachen einfach mal beenden. Ja, dann darfst du schreiben. Wie hat einer unserer Zuschauer doch gesagt, du spielst einfach nur historisch. Ja, das sind ja auch genau meine Worte. Ne? Aber irgendwie möchte ich auch, die haben ja auch immer mal gewonnen zwischendurch. So ist es ja nicht, die Italiener. Hoffe ich zumindest. Kennt jetzt nicht jeder einzelne Kampfhandlung. Sonst hätte Mussolini wahrscheinlich alle geköpft. Ja. So, der nächste Würfel ist grün, ich überlege und dann kommen wir wieder. Ich werde mal hier die ganzen Würfel ein bisschen zur Seite schieben. Kannst du auch ein bisschen in die Mitte schieben. Christian hat jetzt den nächsten Befehlswürfel bekommen und bringt seinen Kran. Der hat gerade schon den Moraltest bzw. den Reservewurf bestanden. Vorher hat er den Humber reinbringen wollen, der hat ihn nicht bestanden. Der setzt noch eine Runde aus. Dafür kommt jetzt der Kran. Genau, der wird beide Packs auf die Schrottschüssel von den Italienern schießen. Allerdings glaube ich, nee, doch, passen beide. Sind aber beide auf lang, das heißt, wir schießen beide auf die 5. Das grüne ist die mittlere Pack und die leichte Pack ist das gelbe. Ja. Treffen beide nicht. Jo. Aber er hat schon mal geschossen. Dann er hat schon mal geschossen. Ja, der Würfel kommt. So, und als nächstes nochmal Christian, dann bleiben wir gleich live im Geschehen. Bleiben wir live im Geschehen. Okidoki. Das ist jetzt noch hier die Geschichte, die draußen, wobei die sind tot. Und das genau, ist jetzt noch das, was draußen ist. Mal die Haubitze reinzubringen. Die möchten mit einer 9 nicht wirklich, weil sie regulär sind. Gut, dann der nächste Würfel. Nochmal Christian. Genau. Dann machen wir das gleiche noch mit meiner letzten Einheit. Der Mörser muss reinkommen. 8. Das ist der unerfahrener. Oh. Deswegen bleiben die auch draußen. Ja, die wollen alle erstmal noch nicht, weil die denken sich, die SAS-Jungs sind ja schon draußen. Die machen das schon. Da brauchen wir nicht unseren Arsch riskieren. Kloppen-Los. Und bisher ist es ja nicht so, dass seine SAS-Jungs das nicht regeln würden hier. Die haben mich ja noch ganz gut im Griff. So sieht's aus. Ich advance mit den Jungs nach da. Okay. Und schieß auf deinen Offizier. Ja. Möchtest du nicht down gehen? Ne, ich kann ja nicht. Genau. Ist alles lang. Ich habe 6 Jongens mit Gewehren. Das sind 8 Schuss. Dann hast du dich bewegt. Ist die 4, lange Reichweite ist die 5 und kleines Team ist die 6. Und let's go. Eine Ratte. Aber keine Verwundung. Aber du darfst einen roten Pinicot einlegen. Ja, hier wird auf jeden Fall ordentlich gepinnt hier.
Da geht auf jeden Fall schon einiges ab. So, Der nächste Würfel. der nächste Würfel. Nochmal Christian. Bei mir liegen ja auch einfach schon eine Menge Würfel. Wenn Christian überlegt, machen wir hier mal wieder einen kleinen Schwenk über das Schlachtfeld. Der Schwenkmeister macht einen Schwenk. Ich versuche das gleiche nochmal mit den Jungs hier auf dem Dach. Mal gucken, ob ich Ja, das kannst du natürlich machen. Nee, Ich wollte gerade sagen, 25. wir sind noch mal ein bisschen weiter weg, ne? 25 sind es. Ja, dann können die das nicht. Aber dafür weißt du, dass es da Dass die sich bewegen müssen. zumindest die Reichweite im Kopf behältst. So, ich bin dran. Back in Black. Der liebe Chris hat gerade den LKW reingebracht. Mit einer Doppel-1 den Moraltest bestanden. Und jetzt mit seinem MG hier. Ja, Moment. Erst zentrieren. Zack. Will er mit seinem MG auf dem LKW auf meine normalen, regulären Infanterie-Leute schießen. Und jetzt haltet euch fest. Sehen wir das hier? 5 Schuss und davon sind 4 Sechsen. Alter, wir wollten kein Kniffel spielen. So Leute, das ist wunderschön, dass das mir gelungen ist. So, und aber jetzt kommen 4 Einsen. ihr kennt das ja, was jetzt eigentlich passieren muss. So, ich möchte diesen Fluch auch einfach mal durchbrechen, ganz einfach. Ah, herrlich. Herrlich. So muss das sein. So. 4 Tote. Na, Ja. und darf ich ja gleich direkt testen. Tatsächlich. Zack. Alter Verwalter. Tatsächlich. Ja. Ja, ein Pin und dann hole ich mal die Würfel zum Testen. Das war ja jetzt aber. Genau, der Pin. Ja, ich mach den mal hier frei. Sie stehen. Ja, alles gut. Aber ich bin zufrieden. Avanti, avanti. Mario bringt gleich eine Pizza. Gustatori irgendwie. Ich nehme das gerade auf, wie du dich hier gerade blamierst, ist klar, ne? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich weiß. Du möchtest deine Ingenieure rausholen. Ich habe ja auch bei dem Short gesagt, es sind Ingenieure, weil ich kann es auch nicht aussprechen. Ja, Ich glaube, wir müssen einen Hochschulkurs Italienisch Genau. besuchen. Als Spieler muss man es schon irgendwie können. Klar, sonst ist das ein bisschen. Aber naja, verzeiht mir. Nachdem das hier alles so gut funktioniert hat mit meinem LKW, würde ich die jetzt aussteigen lassen, weil die natürlich hier drin sind. Und ja, diese ganzen blöden SAS-Leute, die nerven mich echt tierisch. Ihr seht, was hier schon passiert ist. Ich steige jetzt aus und stelle mich jetzt so ein bisschen hinter die und werde jetzt ja, ganze 2 Flammenwerfer auf jeden Fall auf die Kollegen jetzt abfeuern. Wenn dann die immer noch stehen, dann kann ich es nicht ändern. Dann soll es so sein. Da sind die neuen Figuren. Mal Ja. schauen, was sie bringen. Wir messen jetzt erstmal alles ab, aber das ist ja eh alles Point Blank. Ich würde zuerst die Flammenwerfer machen. Na klar. So, das sind 2 Schuss. Die haben sich bewegt. Sind beide in Point Blank. Ja, sind wir immer noch bei der 3? Bei der 3. Ja, sonst nichts. Sonst nichts. Eine 6 und Treffer. eine 3. So, und jetzt geht's an die Verwundung. Genau, jetzt würfelst du für jeden Flammenwerfer erstmal, wie viele Verwundungen sie machen. Mach ich gleich alle beiden. Ja, kannst du ja zusammenzählen. Ist ja eine Einheit. 7 Stück. 7 mal DSK plus 3. Das heißt auf die 2. Mhm.
7 Würfel bitte auf die. 2, 5, 6, 7. So. Tja, das ist ja mehr als aussagekräftig. Ich wollte gerade sagen, die sind verbrutzelt. Nichts mehr weiter getan werden. So. Das wäre jetzt auch eine Überraschung gewesen. Jetzt würfelst du bitte 2 Einsen. Das sind nämlich jetzt, ob die Flammenwerfer kaputt sind. Ja, das stimmt. Italienisch ist übrigens auf 1 und 2. Ja, also noch mehr Malis brauche ich jetzt nicht. Einer ist schon mal dabei. Dann such dir einen aus. Ja, dann nehme ich einen erstmal so raus. Ich habe ja hier noch einen Ersatz. Genau. Der Vorteil bei den Flammenwerfern in den Truppen ist ja, dass der Assistent nicht mit tot ist. Ja, richtig, genau. Ja, der wäre jetzt auch nicht tot. Wenn der Flammenwerfer ausgeht, ist dann das Team, ein Flammenwerfer-Team tot. Die leben ja noch weiter. Die können halt nur den Flammenwerfer nicht mehr benutzen. Bin ich der Meinung, wer es von euch weiß, bei einem Flammenwerfer-Team, wenn der Flammenwerfer ausgeht, ob die ist das Team weg. Beim Waffenteam ist es definitiv so, aber in der Gruppe weiß ich jetzt gar nicht. Nee, wenn der Flammenwerfer aus ist, ist der Flammenwerfer aus. Und ich meine, der ist tot. Der wird entfernt. Nur in dem Falle, glaube ich, der Kompagnon nicht. So meine ich es im Kopf zu haben. Wir haben es jetzt nicht nachgelesen, aber wie gesagt, wir lesen es nochmal nach und ihr könnt es ja vielleicht in die Kommentare schreiben, falls wir es vergessen. Jetzt geht er einfach aus dem Bild und lässt mich hier weiter filmen. Das ist eigentlich, ne, da kommt er wieder. Ja, da freut er sich. Aber wenn ich jetzt mal bedenke, mit einer Einheit, was ich da an Tohuwabohu verursacht habe. 1, 2... ja gut, die haben auf den Offizier geschossen. Ja, aber der lebt ja noch. Ja, 3 Einheiten haben ja hier, ja, die Leute, weil sie einfach grausam sind. Wenn ich die nicht wegbekomme, die haben ja schon eine Einheit ja rausgezogen. Ja. Obwohl sie fanatisch noch geworden sind, die Black Shirts. Also. Und die haben ja auch funktioniert. Ja, keine Frage. Die hatten natürlich gegen Veteranen mit Tough Fighter Regel keine Chance, aber... Ja, deshalb, man muss gucken, wie man es irgendwie schafft, ne? Ja gut, okay. Dann ist Christian jetzt noch mit seinem letzten Befehlswürfel dran. Genau, ich habe hier noch eine Einheit, die werde ich mal noch irgendwo hinziehen und dann räumen wir auf und dann kommt die 3. Runde. So, nochmal zu dem Thema Flammenwerfer, weil mich das gerade ein bisschen getriggert hat. Ich habe jetzt nochmal eben kurz nachgelesen, weil ich sie jetzt auch nicht so oft einsetze. Der Flammenwerfer geht, wenn der Treibstoff aus ist, natürlich komplett raus. Somit hat die Einheit praktisch einen weniger und beim Flammenwerfer-Team gehen die halt komplett raus. Also es geht das komplette Team, somit halt der Order Dice halt raus. Ja, weil das jetzt hier schon eine elementare Sache ist bei so einer starken Infanteriewaffe. Deshalb gucken wir auch, dass wir das richtig spielen. So, Christian, du hattest noch einen Würfel gehabt. Was hast du gemacht? Ich habe meine Infanterie aus dem Haus rausgezogen. Ja, okay, hatte ich hier irgendeinen Ambush? Ne, gut. Ja, dann geht es jetzt in Runde 3. Genau. Und vorher machen wir dann gleich noch den Hit, der hier liegt. Können wir gleich mal live. Mit einer 1. Nein. Oh, Verschiebt sich. Nee, so, Christian verschiebt den Ari-Schlag bei einer 1. Aber das ist passiert random. Er hat jetzt 3W6. Und ein Order Dice, weil da Pfeil drauf ist. Jo. Boah, 12 Zoll Boah. in diese Richtung. Das war ja wieder klar. Ich stelle den mal hier drauf. Ja, da wisst ihr ja gleich, was passiert hier. Manometer. In der 3. Runde, der Artillerieschlag ist erfolgreich eingetroffen. Er hat natürlich trotz der 1 genau richtig gewütet. Leider ist keine 6 gefallen, dementsprechend gab es nur Pins. Die Infanterietruppe hier vorne hat einen Pin bekommen. Die Ingenieure haben einen Pin bekommen. Mein Offizier hat 3
Pins zusätzlich bekommen, damit er auf die 4 gekommen ist. Der Offizier hat auch 3 Pins zusätzlich bekommen. Und das Elefantino hat 2 Pins bekommen. Das war alles. Dementsprechend kann jetzt der Hitwürfel weg. Als nächstes, der erste Würfel in der dritten Runde ist ein schwarzer gewesen. Und der Karo Amato. Er entscheidet sich zu schießen auf diese Einheit. Möchtest du down gehen? Du musst fragen, Feigerwicht. Ach nee, das war Ja, anders. Davon gehe ich aus, dass das Feigewichte sind. Weißt du was? Ich werde das mal tun. Ja, dann mach das. Down. So, ich werde jetzt mal euch die komplette Feuerkraft von diesem Fahrzeug gegen Infanterie demonstrieren und hoffen, dass es funktioniert. Ich werde das Bug-MG schießen auf diese Einheit, ich werde das koaxiale MG schießen und ich werde oben öffnen und das pivotierte MG ausschießen. Das bedeutet, wir haben hier 20 Schuss MMG. Man muss noch mal zur Erinnerung sagen, das Bug-MG ist ein doppelläufiges. Genau, das ist ein doppeltes, richtig. Das ist auch nicht so oft, also das ist zumindest... Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt, dass ein Panzer das überhaupt hat. Ja. Fahrzeug, was ich jetzt spiele, was das hat. Genau, dann mess doch mal. Genau, wir haben uns nicht bewegt, wir haben aber noch lange Reichweite, ist dann die 4. Und du bist jetzt down gegangen, ist die 5, 6. Genau. So, also wir müssen jetzt einige Sechsen würfeln erstmal, um die Kameraden jetzt hier zu treffen. Voll die Würfelorgie. Ja. Ja, ich sehe aber ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das geht gar nicht, der Kniffel hat nur 5. Okay. So, jetzt Also brauchen Pin wir haben wir schon mal. Ausbeute, das sind reguläre. Auf die 4. 2 Sechsen zum Picken, 3 Sechsen picken, eine 5. So, Genau, dann 4 würfel Tote. ich die 3 nochmal zum Picken. Ja, können wir Und einen aussuchen, dann kannst nehme ich den dir- NCO. Der NCO ist tot. 5, 3 weitere. Und 3 weitere. So, das sind wieder 4, das heißt, du musst testen. Genau, du darfst mir noch einen Pin geben und ich Mach hole meine Würfel. Mal schauen. Haben wir Glück? Nein, Sie stehen natürlich noch. mit einer 5 sowas von. Ja, aber trotz alledem. Hast du jetzt ein schönes offenes Fahrzeug, auf das ich schießen kann? Ja, klar, es gibt immer irgendwo jetzt einen Malus dafür, aber sagen wir mal ehrlich, das ist kein Panzerkiller. Nein, Er muss Infanterie töten. das ist ein Infanteriebeschuss. Ja, und ich meine, ich hatte schon trotzdem eine schlechte Ausgangssituation. Habe auch wieder Und nur eine richtig, 6 treffen richtig können. gut setzt du den ein, wenn du auf mehrere Infanterietrupps gleichzeitig schießt, um Pins zu verteilen. Du hast 3 verschiedene Waffen, du kannst auf 3 verschiedene Ziele schießen. Das stimmt. Ja, da muss der natürlich auch gut stehen. Jetzt haben wir das Problem, dadurch, dass er slow ist, kommt er auch nur behäbig voran. Ne? Brauchst du mindestens den Advanced, um halt dich vorzubewegen. Und da macht er auch nicht viel Geländegewinn. Ja, und mit einem Advance jetzt gerade hättest du natürlich auch noch eine 7 würfeln müssen. Ne? Ja, dann wird es einfach mal weitergehen. Ich nehme den Mörser. Die hier oben, die haben sich nicht bewegt. Da hast du den Würfel aber weggenommen. Das war der Verstecktwürfel, der da lag. Nein, ich habe vorher schon einmal auf die geschossen. Nein, auf die da habe ich geschossen. Die waren doch offen. Du hast recht. Christian hat recht, ich habe mich getäuscht. Ich hatte jetzt die ganze Zeit da diese 5 noch gesehen, das war ja der Verstecktwürfel. Aber ich hatte ja auf die SAS-Einheit geschossen, die hinter der Sandsackstellung war. Und die haben sich jetzt natürlich ein bisschen bewegt. Das heißt, ich muss wieder auf die 6 würfeln. Ja, jetzt fällt es Die mal wieder ein, Frage ist, ob die du dahin Distanz. schießen möchtest oder ob du auf die anderen schießen möchtest. Nö, ich will deine blöden SAS-Leute da blockieren. Ich kann ja jetzt mal Glück haben. Ja, ja. Ne? Die ganze Zeit waren hier 6, so das sind eine halbe 6 schon mal. Das muss ja mal irgendwie. Die sollen hier nicht denken, dass die einen Freifahrtsschein haben. So, weil die kriege ich von den Objective auch nicht mal eben wieder weg. Das stimmt. Gut. Er hat gefeuert. Und jetzt bist du dran.
Okidoki. So, Christian läuft natürlich direkt weiter. Damit ist das Einschießen auch wieder passé. Und er will natürlich hier vor Richtung Objective zum Flieger. Die haben ja einen Auftrag. So schaut das aus. Ups. Jetzt habe ich ja auch noch die Tonne umgeschmissen. Die gute alte Ghetto-Tonne. So, was wollen die Herrschaften machen mit ihrem Advance? Die werfen jetzt mit Waschebeutel. Ja, auf wem? Ja, hier auf die Djangos. Ihr sagt das doch, damit ich down gehen kann. Auf die Flitzpiepen. Sag das doch. Die MPs sind in lang. Das heißt, die würfeln das gleiche wie die Gewehre. 1, 2, 3, 4 mal MP. 1, 2, 3, 4, 5 Gewehre und der Sonderschuss lange mit Feierregel. Ja. So, 4, dann 5, 6. So, mal gucken, ob ich das gleiche machen kann wie du mit deinem MG. nein. 2 Treffer haben wir schon mal. Auf alle Fälle geht der Pin auf die 3. Und 2 Tote. Ja, ich habe aber mein Medic hier. Ja, Das heißt, es besteht noch eine geringe Chance, dass einer nur einen Streifschuss abbekommen hat. einer. Nein, leider nicht. Es gehen zwei nach Hause. Das bedeutet, ich muss testen. Das wird übel, weil die schon stark gepinnt sind. Oh, sie stehen aber noch. Sehr gut. Sie liegen. Kleines Team. Sie liegen. Sie liegen Ja, direkt. gut. Ja. Sollen sie machen. Im Moment da auch nur noch einer liegt. Scheißegal. Gut, alles klar. Nächster Würfel. Ja, Christian will Verstärkung reinholen. Den haben wir. Haben wir das? Nee, der will. Der ist verfahren. Es ist immer so eine blöde Einheit, die Ja, immer ja. draußen bleiben will. Ne? So sieht das aus. Dann spiele ich wieder weiter. Ja, es sind noch ein paar draußen. Ja, dann probiere ich jetzt mal die Kanone reinzubringen. 8. 8. Regulär. 9. Die möchte. Ja, und dann darfst du mal irgendwo 6 Zoll rein. Habe ich den Würfel in die Tasche gesteckt, ich doof. Ich sehe schon gleich haben wir wieder so ein Problem mit dem Order da ist. Ja. Mehr kann die dann auch nicht tun. Und dann kannst du den nächsten Würfel ziehen. Schon wieder so. Ich werde mal den Jungen mit einem Advance bewegen. Und werde die beiden Kanonen nochmal gegen deinen Karo Amato, ja. Karo Kaffee schießen. Und das sind 24 Zoll, das bedeutet, es ist beides auf kurz. Und das MG wird noch auf die beiden Jungs da vorne schießen. Ja, dann machen wir erstmal das MG, oder? Ja, genau. Sind 20 lang. Bewegt, das ist die 5, kleines Team, down, mega 7. Eine 6. Und die haben die 6. So, dann Ja, 2. Wer ist was? beides auf die 4, weil bewegt. Eine trifft, jetzt habe ich gar nicht gesagt, was ist. Ja, das kannst du noch mal würfeln, was ist. Okay. 1 bis 3 ist Medium und das andere ist die leichte. Das ist
die leichte, die trifft. Das heißt, natürlich erstmal den DSK-Wert. Das ist nicht viel. Das heißt aber, du hast einen Pin. Ich habe einen Pin. Weil ich getroffen habe. Rote Würfel. Ja, jetzt hast du alle hier rüber, ne? Und jetzt läuft man Verdammt! hier hin. Gut, okay. Naja, zumindest lebt er noch. Dann hast du den durch, ne? Ja. Ich habe immer Angst, es sieht immer aus, als ob du so viel da noch draußen hättest, aber da sind ja schon ein paar Verluste. Nee, vorne sind die Verluste. Die Jungs versuche ich noch zu entpinnen. Ja. Die hier so auf breiter Flur stehen. 9, 10, das sind reguläre, die möchten nicht. Das heißt, down. Down. So down gehen sie auch nicht. Okay, die sind schon mal für die Runde raus. Der nächste Grüne. Hast aber auch noch so viele Würfel wieder. Kompagnons auf dem Dach hast du noch. Du hast den Ari Observer. Du hast einen Offizier hier noch, der sich hier so eingekesselt ist. Du hast auch noch was draußen. Auch noch einen Mörser draußen. Ich probiere mal meinen Offizier zu Entpinnen? entpinnen. Rallye-Befehl? Oder wie war es? Ja, so sieht's aus. Was will ich denn dort machen? Ja. Ich könnte höchstens rennen. Kannst du in den Nahkampf. Ich versuche mal einen Befehlstest und dann schauen wir mal. Doppel 1, Hero. War das jetzt ein W6, ne? Ich muss ehrlich gesagt nochmal gucken. Ich Alles weiß klar, gerade wir nicht, gucken wie diese. Dann machen wir den Move und dann schauen Ja. wir, was passiert. Gesagt, ne? So, Eigentlich würde ich jetzt natürlich schließen, aber ist egal. ja. Verdammt. Ich renne weg. Der Kollege hat sich hier voll, ist also wieder voll im Saft, hat hier so gesehen den Zaubertrank getrunken. Christian hat den Doppel 1, durfte dann W6 plus 1 und hat eine 6. Und somit ist der Genau. Die Regel heißt außerordentlicher Mut. Richtig, das war das nämlich. Das hatte er auch nicht mehr im Kopf. So, ja, dann renn mal weg, du feiger Wicht. Wobei, der kann ja gar nicht feige sein, wenn er so umzingelt ist, da gehört schon einiges dazu. Deshalb war der Wurf eigentlich mehr als fluffmäßig. Ich könnte jetzt natürlich mit dem Figürchen hinter dein LKW rennen und hoffen, dass du deine Das kannst du. die hier nicht aktiviert kriegst. Und dann würde nämlich dein Transportfahrzeug platzen. Das kannst du, klar. Obwohl, der hat sich noch nicht bewegt, der hat noch einen MG-Schuss, verdammt. Der kann noch MG schießen, genau. Mensch, Mensch. Ja, wir gucken. So, Christian, ja, wir fassen noch mal eben kurz zusammen. Ich war jetzt zweimal dran. Ihr seht, hier ist wieder ein bisschen eine größere Freifläche. Ich habe einmal die reguläre Infanterie verschoben, vom Zentrum ein bisschen mehr jetzt auf die rechte Flanke, Richtung Missionsziel. Und nachdem Christian, sein Offizier, geflüchtet ist, bin ich natürlich mit den Ingenieuren hinterher und habe nochmal einen Flammenwerferstoß abgeben können. Und ja, auch wenn er so mutig war, hat sie ihn doch jetzt dahin gerafft, aber Ja, gut. wir haben schon Der gesagt, Flammenwerfer das ist ja schwerer als richtig, Kugel. genau. Ne? Aber wir haben, Spektakulärer Tod, so Richtig. wie es einem Filmhelden. ja, eben, ne? Nach der mutigen Aktion hier umzingelt und dann feige von hinten weggeflammt. Ja, gut, aber die haben alles gemacht, was sie machen sollten. Und dann würde ich sagen, du kannst den nächsten Würfel mal wieder ziehen zur Abwechslung. Mach ich das glatt? Ja, und dann ziehst du mich auch wieder. Fahrzeug einfach hier hin. Ein, zwei Schwenks, dass ich da wieder so stehe praktisch. Und würde hier... Wobei, gar nicht, oder? Was?
Ich schieße auf die hier oben. Die haben noch gar keinen Pin. Kannst du gerne machen. Ich nutze das lieber mal, weil die schon down sind. Die können jetzt eh nichts mehr machen in der Runde. Das ist vielleicht ein bisschen effektiver. Einmal abmessen. Wir sind bei 20, dann sind wir aber lang. Möchtest du down gehen? Nein, in schwerer Deckung mache ich das nicht. Gut. Ich habe mich bewegt, ist die 4, 5, 6 durch die schwere Deckung. Und Dann schauen wir mal. 7 war lange Reichweite. Stimmt. Und es ist keine 6 dabei. Also Schüsse in die Heide. Naja, in die Mauer. Oh, ein Greener, ein Greener. Jo, dann das. So, Christian eröffnet das Gegenfeuer Genau, auf die Ingenieureinheit. vom Dach aus. Kannst du noch mal sagen, wie die heißen in Indonesisch? Also irgendwas mit D oder G. Okay, ja, ich bemühe mich im nächsten Spiel. Lange Reichweite, offene Pläne. Auf die 4. Möchtest du? Ach nee, du darfst ja gar nicht mit rein. 1, 5 Schuss getroffen. Ja, dann Veteran auf die 5. Ja, 2. Einen kannst du picken. Bitte nicht den Ja. Gut, aber 2 Veteran ist schon wieder übel. Nein, das ist gut. Das ist nicht gut. Das war die Rache für den Flammenwerfer. Ja, ich merke das schon. Jo, nächster. Schon wieder kriegen. Ich werde mal den Mörser reinbringen. Okay. Dann, ja. Mal schauen, unerfahren, Genau, unerfahren. Auf ob die der hier 8, Bock hat. auf die 7. Ja, sie war. Ja. Kann mitspielen. So, der Abschluss der dritten Runde, was ist jetzt noch passiert? Eigentlich relativ unspektakulär. Naja, so halb. Mein Offizier hat irgendwie schon leichte Tendenzen, wieder hier das Spielfeld zu verlassen. Er hat beim Rallye-Befehl hier einen Fubar gemacht, hatte Panik bekommen, ist abgehauen. Ja, ich halt Italiener. Ja, jetzt geht das hier schon wieder langsam los. Ne? Wir sind in Runde 4 gleich und schon wird wieder, keine Ahnung, irgendwelche komischen Aktionen Beim gefahren. dritten hätte ich gesagt, der will zum Pfeife kloppen. Aber Ja, die Italiener wollen einfach nur weg hier. Das geht ihnen schon wieder zu lang. Ja, der Medic hat sich nur ein bisschen leicht verschoben. Ja, und der hat hier auch seinen Moraltest verkackt, der Elefantino. Und das war es im Prinzip für mich. Alles andere von Christian habt ihr ja auch schon gesehen. Das heißt, wir gehen jetzt in Runde 4. so, die Runde 5 haben wir offline gespielt. Der Grant hat seine beiden Kanonen auf den Karo Amato geschossen. Und wie ihr an den Flammen sehen könnt, hat die leichte Pack ihn in Feuer gesetzt, also in Brand gesetzt, nicht in Feuer gesetzt. Und der hat leider seinen Moraltest verloren. Ja. Meine Infanterieeinheit hier vorne, die 3 Mann, haben leider ihren Moraltest nicht geschafft. Sind wir erstmal hier. Die SAS ist ans Flugzeug rangerannt und hat versucht, auf die 2 verbleibenden Soldaten zu schießen. Das hat funktioniert, aber nur ein Pin. Die Haubitze hat geschossen auf die beiden Ingenieure. Genau, ich wollte gerade versuchen, das Wort auszusprechen, aber nein, wir lassen es. Nicht mehr diesen Abend. So sieht es aus. Und da ist allerdings nichts passiert. Der Mörser hat versucht, dort hinten auf die Pack zu schießen, auf das Elefantino.
Auch nicht funktioniert. Der Trupp hier oben auf dem Dach, der hat den Ingenieurstrupp beschossen, hat auch gut getroffen und 2 Leute dort rausgeholt. Hier vorne sind leider auch 2 Leute gegangen von meinem Infanterietrupp, der hinter dem Fassstapel steht, hätte ich fast gesagt. Die wurden von den Ingenieuren ein bisschen malträtiert. Der Humber hat endlich es geschafft, auf das Spielfeld zu kommen. Dementsprechend habe ich mit dem auch einmal auf die Ingenieure geschossen, aber irgendwie sind die ganz schön zäh, die alten Säcke. Einer ist gestorben bei 2 HE-Schüssen. Ja, ansonsten hat sich das Elefantino ein bisschen bewegt. Das kann man noch eben erwähnen. Der Offizier hat sich gesammelt, hat 3 Pins abgebaut. Das Fahrzeug hat auf dem Dach befindlichen Truppen geschossen, hat aber leider nicht getroffen. Der Trupp hier vorne, hinter dem Saharianer, also hinter dem Wüsten-Jeep-Fahrzeug-Ding, der hat sich bewegt. Nee, die sind down gegangen. Die sind down gegangen, Entschuldigung, genau. Du hast. Wo ist denn der Pin, wenn die down gegangen sind? Ich habe das schon eingesammelt alles. Den Pin auch? Die hatten keinen Pin. Die hatten keinen Pin, dann hast du die down gehen lassen. Warum? Die down? Ja, weil sie down gehen sollen. Okay. Sie sind down gegangen, okay. Ja, die Jungs hier vorne waren auch down, aber das hat ganz gut funktioniert, dass ich die nicht getroffen habe. Der Medi ist auch down. Genau, der Medi ist auch down, beziehungsweise war down, weil du hast ja den Würfel schon weggenommen. Und der Mörser hat wieder versucht, auf meine SAS zu schießen und hat wie immer nicht getroffen. So sieht's aus. Ach, jetzt filme ich schon unsere Wand, hätte ich was gesagt. Genau, das war die Runde 4. Jetzt sind wir in Runde 5. Panzer, 9 Zoll. Okay, so, erste Runde, erster Würfel. Christian fährt den Count hier eine Runde um. Genau. Richtung Zentrum. Und ich werde schießen die Medium Pack und 2 MGs auf die. Ja, auf die Truppe, ich weiß. Ich gehe da mal down. Zack. So, das heißt, die 7 ist für die Pack und für das für die 7 für die Pack, ja. Und die MGs sind auch die 7, weil ist genau das gleiche. Ja. Kann ich doch die Pack nehmen und 10 Würfel. Haben wir dabei. Ich will ja nur einen Pin. Und der Pin. Und mal gucken. Und ein Tod. Ja, dann muss ich checken. Ach, die 6 war ja schon eigentlich. Nee, ich muss eigentlich erst mal gucken. Ich habe ja noch den. Die 6 war ja schon tot. Ja, ich muss den Medic aktivieren. Ob er hier einen retten will? Nö. Hey. Gar keine Lust. Mit der 1 gar mal nicht. So, einer fällt. Und jetzt müssen wir noch einen Moralcheck machen. Lass mich raten. Nee. Mit einer 6 wird das nichts. Die gehen nach Hause. Zack. Oh, es kriselt, es kriselt. Naja gut, für die Runde ist es erstmal egal noch, ne? Ja, für die nächste. Warum schmeiße ich jetzt den Schusswürfel runter? Da ist es erstmal egal mit der Fraktionsregel, das ist noch kein Problem. Gut, dann hat der Panzer es geschafft, die Truppe da endlich auszuschalten und ich mache mal weiter. Chris geht hier mit seinem Ingenieurstrupp nach vorne. Genau. Du down gehen? Was ist das eigentlich? Ist das der NCO oder ist das der Loader?
Eigentlich, ich muss ja einen Loader haben, ne? Für ein Dings. Ja. Dann hast du gerade deinen Moraltest. 7? 7, 8, 10, 9, 10. ja. Stimmt, du bist ja Veteran. Ne, dann passt es doch noch. Ja, alles klar. Da habe ich mich verfaspelt im Kopf. Möchtest du down gehen mit dem? Gut, wenn ich mit dem Flammenwerfer drauf haue. Wollte ich gerade sagen, interessiert das Down so und so nicht. Ich will jetzt erstmal den Flamer. Wobei ich mache den Flamer den. Und Hattest du gerade beim letzten Schuss eigentlich getestet, ob der ausgeht? Sehr gut. Ja, nicht ausgehen. Ja, ich habe ja nur den Flamer, der andere ist ja der Loader. 1. Ja. So viel dazu, ne? 1. Wie war das jetzt gerade mit der Moral der Italiener? Der ist kaputt. Ja, dann werde ich jetzt hier den Mörser auf die Leute da in der Mitte. Die SAS wieder? Willst du das Missionsziel kaputt machen? Aber nicht mit einer 1. Ach, sicher. Die müssen noch gar nicht die Würfel sehen. Die Italiener, die machen das schon von ganz alleine. Okay, Christian legt die SAS auf Ambush und wartet, was da passiert und kann direkt weitermachen. Ich schieße mit dem Mörser auf deinen Elefantino. Ja gut, das ist ja schon die 5, ne? Wow, hätte es noch nicht mal gebraucht. Die 6. Ich gehe mal Ja, davon das sind ja alle 3 drunter. 2 Zoll? Was hast du denn für einen? Kleiner, Medium. Nicht jedes Mal, aber ich meine, es wäre 2. Ja, aber es sind alle drunter. Ja, alles gut. Die hängen ja so dicht zusammen. Ja, 2 Tote sind auf alle Fälle. Ja, ich hatte ja nur noch 2, dann ist das auch schon raus. Ja. So, dann nähern wir uns doch hier schon langsam Ist das Elefant? dem Breakpoint hier wieder für meine Truppe. Und dann verabschieden die sich auch. So. So. Chris hat den nächsten Würfel und fährt mit seinem Jingajongo da vorne. Genau, ich schieße mit dem MG auf diesen einen einsamen Soldaten. Möchtest du down gehen? Warte mal, ich überlege. Ja. Ja. Okay. Bewegt ist die 4, kleines Team ist die 5, Down ist die 6, Tarnfarbe ist die 7. Down ist die 7 doch schon. Bewegt 3, 4, kleines Team, 4, 5, 6, 7. Ja, und Point Blank hast du auch noch. Ah ja, stimmt. Dann ist es wieder nur die 6. Dann habe ich ja fast noch eine Chance. Das hatte ich im Kopf schon eingenunkelt. Das war's. Ich kann es vergessen. Tarnfarbe die 7. Oh, 2 Sechsen. Und kriegt man weg, einen regulären. Schafft es. Ja. Nee, eine Doppel-6. Wow. Das ist jetzt aber, wie heißt das im Amtsdeutsch? Übertötung. Das ist wieder so, da wo man jetzt die Würfe gar nicht braucht, aber. Warum? Für die Moral ist das genau richtig. Ja, für die Moral. Weil wir müssen nämlich nochmal in Erinnerung halten, wenn der Italiener am Ende der Runde mehr als 3 Siegpunkte, also Siegpunkte nicht, sondern Einheiten vernichtet hat, also beziehungsweise der Gegner des Italieners 3 mehr vernichtet hat, dann geht die Moral nach unten. Hat er 3 mehr, geht die Moral sogar nach oben. Ja, deshalb muss ich das auch im Auge behalten. Neben dem Du solltest dich auf kleine Teams immer einschießen. Ja. So, die haben. So, der Offizier versucht mal zu rennen, wenn er lustig ist. Er muss checken, er hat noch einen Pin. Ah, ich habe schon die zweite 6 gesehen wieder. Ja, aber dann wäre er schon wieder aus, ey. Also dann wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Dann hättest du aufgegeben, ne? Dann hätte ich aufgegeben, genau. So, er schließt sich hier den Kameraden an. Anzahl Abstand. Ich fürchte, es wird ja nun entschieden. Ich glaube nicht, dass wir das sehr gut entscheiden hier. Aber egal. Ich hoffe, dass es so unentschieden wird. Ich mir nicht die komplette Blöße gebe.
So, du bist dran. Christian schießt mit seinen Jungs auf welche Jungs? Auf die hier. Mit welchen? Die da oben? Die sind übrigens nicht down, ne? Die hatten einen Advance gemacht. Genau. Genau. Sonst hätten sie da nichts machen können. 8 Schuss. Und wo ist der MP-Mann? Wo ist der MP-Mann? Da ist der MP-Mann. Der MP-Mann kommt auch dran, hat lange Reichweite. Jo. 6, 8. Kleines Team spielt dann noch eine Rolle. 4. 4, warum habe ich denn zwar eine Farbe und die haben sich doch gar nicht bewegt? Ja, wegen langer Reichweite für die MP. Stimmt. 4. Die MP hat die 5. Ja. Die MP hat die 5. 3 Treffer oder 4 Treffer? Ich interpretiere das immer als eine 1. Das ist komisch, ne? Auf die 5. Mal gucken. Ah. Ja, die zweite 6. Damit ist der Truppe raus. Ja, der Trupp ja. Das ist ja der Flamer. Das ist ja nur noch der Flamer. Das ist ja jetzt praktisch wie ein Flamer-Team. Und mit einer 6 sagst du ja, du nimmst den Flamer raus. Das müssen wir mal ganz genau checken, wie das in einem Infanterietrupp ist. Weil theoretisch, wenn wir das vorher gemacht hätten, hättest du auch den Flamer und seinen Assistenten rausnehmen müssen. Wenn das jetzt in der Beziehung, weil es ein Infanterieteam ist, genauso ist. Frage, das klären wir mal. Also du meinst das jetzt, so wie ich es vorher gemacht habe? Ja klar, ich habe es ja vorher auch so gespielt, dass ich jetzt den Assi stehen lasse. Ja, stimmt. Ne? Ja, wir spielen es jetzt mal so. Ihr könnt das gerne da nochmal in die Kommentare schreiben. Wir lassen den Assistenten Wir jetzt stehen. recherchieren das, wie gesagt, parallel und wir können uns ja gerne über die Kommentare austauschen. Ja, genau. Der kriegt jetzt erstmal einen Pin. Aber ich muss trotzdem checken. Du hast Checken müsstest vielleicht du ist er genau. sowieso weg. Nee, ist er nicht. Ist er nicht. So, Christian versucht. Ja, das Oh, geht. nee, ist kein Zoll dran vorbei. Nee? Nein. Okay. Nein. Dann hast du es angesagt. Genau, habe ich. Ja, da habe ich durch die durchgeschossen. Ja, genau. Dann sind die weg. Ja, Aber ich kann ja indirekt schießen. Stimmt ja. klar. Kannst auch indirekt schießen. Weißt du was? Das probiere ich. Hast zwar jetzt auch nicht angesagt, ist ja egal, ich vergesse das auch manchmal. Christian schießt indirekt einfach auf dem Ingenieur, den übrig gebliebenen hier. Die 4. Gut. Dann ziehen wir den nächsten Würfel. Schwarz. Nächster Würfel, Christian. 12 Zoll Humber. Und ja. Es ist mal wieder. Point Blank. Es ist mal wieder der arme Ingenieur. Ja, Autokanone, 2 Schüsse. Point Blank. Also Genau, keine ich 1. schieße nicht HE, sondern ich schieße mit voller DSK. Ja, die 6 schon mal. Trifft. Ja, das ist ja. Und alles außer einer 1, ne? Jo. So, dann geht er auch nach Hause. Ciao, Marco. So, Christian aktiviert diese Truppe, beziehungsweise versucht es. Ja. Schaffen sie, der Pin ist weg und möchte die in den Ambush legen. Ja, und dann kommt direkt der nächste hinterher. Was hast du noch so Feines? Den Typen da im Haus, ne? Der Johnny. Ja. Der da unten drin sitzt. Falls du irgendwas machen möchtest, ich renne aus dem Haus raus in Richtung meines LKWs. Genau. Ist ja ein Transportfahrzeug, ne? Mhm. Ja, diese schweren Teile drauf. Ja, es ist ja leider Gottes jetzt Oh, ich wollte den Tee! auf einsamer Flur, also es ist keine Einheit mehr dran. So, jetzt bin ich dran. Ich lege meine Einheit hier aber wieder ins Down. Wobei, auch wenn ich jetzt einen wegschieße, es bringt auch nichts. Ne? Down.
Kann der Medic eigentlich mit einem, ist ja auch Der kann auch ein Missionsziel halten, klar. Dann muss ich ja doch auf den Child schießen, scheiß auf die Genfer Konvention. Tja, ich sag dazu mal nichts. Ihr habt's gehört. So, die Runde ist durch. Das bedeutet, der LKW platzt, weil Christian seine Truppen drumherum stehen, näher als meine. Und damit ist auch der nächste Würfel. Ja, ich nehme schon dahin. Genau, ihr seht jetzt praktisch schon den Unterschied. Wie viele hast du jetzt? 7:3. 7:3, das heißt deutlich mehr Abschüsse auf Christians Seite. Und ja, das heißt, ich steige in die nächste Runde ein mit einem Moralmalus von -2. Jawohl. Zack, 6. Wir sammeln ein und sehen uns gleich wieder. So, ein paar Aktionen sind in Runde 6 schon gelaufen. Christian hat Artillerie ordentlich ausgeteilt. Einmal da hinten und der Mörser auf den größeren Trupp hier in der Mitte. Aber kein Treffer. Genau. Die SAS-Leute haben sich wieder in den Ambush begeben. Und mein Mörser hat auch nochmal drauf gefeuert, aber auch kein Verlust. Und jetzt wird es gerade interessant. Mein Medic ist rausgekommen und wird jetzt illegalerweise von Christian beschossen. Sauerei. Das heißt, löst den Ambush, den ich vorhin gelegt habe. Die haben irgendwie nicht gesehen, dass der eine Binde trägt. Ja, klar. So, ich bin ein kleines Team. Du bist ein kleines Team, bist aber in Point Blank, deswegen zählt jede 3. Der Rest ist weg. So, ich bin ein Veteran. Schaffe ich es oder nicht? Nein. Nein, ich bin tot. So. Feige. Ganz feige Nummer hier wieder. Auf die Medizinmänner. Der hat hier eine Binde. Oh, Leute. Oh, Scheiße. Ihr habt einen Medic abgeschossen. Sauerei. Ja, da Das liegt seid er. ihr. Gut, kann man nichts machen. Tut mir leid. Ja, so ist das halt. Spende ins Sparschwein. Der nächste Grüne. Oh, das ist ganz einfach. Ich lege den Panzer auf Ambush. Ja. Was willst du machen? Viel kannst du ja nicht mehr machen. Nee. Der nächste Grüne. Ich fahre mit dem Humber Advance. Zoll vor. Und schieße auf den Trupp. Ja, dann kriege ich auf jeden Fall Deckung. Sind ja viele weg. Die siehst du ja gar nicht. 2. Boah. Treffen beide. Heiß. Da müssen wir mal kurz Jetzt musst du mal gucken, wie du das anlegst. So, 4. Und einmal umflippen. Dann gibt es noch einen 5. Den 6. kriege ich nicht mehr. Ja, dann. Das sind regulär. Ja. Was hat er jetzt für ein. DSK +1. Ja, okay. Boah, Zwei Tote. Der NCO ist tot. Ja. Und 2 Pins. Das kann es jetzt auch schon gewesen sein für mich. Ich lass dich jetzt noch mal überlegen. Möchtest du wirklich die Vorderen wegnehmen, wenn du gleich einen Run oder ähnliches machen möchtest? Bin fair. Das war jetzt nicht gut. Ich musste ja den NCO wegnehmen, der stand ja hier. Ah, alles klar, okay. Ja, und das war ja der nächste jetzt. Wenn ich jetzt hier rüber gehen würde, kann ich eh nur vorrücken. Ich muss ja das umlaufen. So, was anderes kann ich eh nicht machen. Ich muss ja 3 Zoll zum Objective.
So, wenn ich die schaffe, ist ja alles okay, aber erstmal gucken, ob die überhaupt dann was machen, wenn sie dran sind. Da gibt es ja noch eine 7. Runde. Glaube ich nicht. Ich werde es jetzt hier mal eben machen, weil der Offizier nämlich hier noch in der Nähe ist. Möchtest du einen Snap 2 machen? Ja. Und diese Einheiten jetzt bewegen. Soll ich dann Ja, mal die kannst Kamera du eben nehmen? Aufnehmen? So, jetzt ist ja das Problem, wir haben ja jetzt die Fraktionsgeschichte, den Malus noch on top. Das heißt, ich habe eh schon eine schlechte Moral und habe jetzt hier noch 2 Pins. Reguläre sind die 9, ist die 7, minus 2 wegen der Fraktionsregel ist die 5, aber dein Offizier bringt plus 2. Wir müssen Second Lieutenant. Plus 1. Also auf die 6. Ja, damit haben wir nämlich die 9. So, das würde bedeuten, die kommen nicht mehr ran. Er kommt sowieso nicht mehr ran, die Runde. Und damit ist das eigentlich gelaufen. Möchtest du aufgeben oder spekulierst du auf die nächste Runde? Ich gebe auf. Das ist. Auch wenn du jetzt die nächste Runde hast, machst du den Trupp doch kaputt. Das ist ja. Da ist ja so viel. Ja gut, du könntest mit den ersten Würfel kriegen. Der Mörser könnte meine SAS treffen mit einer 4. Unrealistisch. Aber besser als das letzte Mal. Ja. Nicht in der 4., sondern Definitiv. in der 6. Siehst du. Also, wir nähern uns den Italienern auf alle Fälle an. Ja. Und eins sage ich dir, wenn wir die Kampagne durchhaben, will ich die Italiener auch noch spielen. Klar, auf jeden Fall. Ja, und wir packen jetzt ein bisschen zusammen und dann gehen wir nochmal ins Fazit. So sieht's aus. Fazitiges Fazit. Genau. Ja, ja, ich fange einfach mal an mit den Italienern. Also heute hat es mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Also ich hatte heute nicht das Gefühl, dass das ein totaler Reinfall war. Wir haben eigentlich bis zur letzten Runde spannend noch gespielt. Definitiv, genau. Und es gab halt bis zur letzten Runde für mich halt noch eine effektive Chance auf ein Unentschieden. Das habt ihr ja gesehen, ich habe praktisch die große Infanterieeinheit noch so lange wie möglich den Vorrunden unten gehalten. Einfach um sicher zu gehen, dass Christian die halt nicht pinnt etc., weil ich schon wusste, dass in den nächsten Runden wir dieses Würfelungleichgewicht haben werden und ich halt diesen Malus bekomme. Und ja, es hat dann halt nicht geklappt, die zu entpinnen, damit ich die noch vorschicken kann in die letzte Runde. Und die restlichen Einheiten hätten das halt einfach nicht mehr geschafft. Gut, schade war, dass mir der Sararena halt wieder in der ersten Runde geplatzt ist. Das waren halt nochmal mindestens halt 2 MGs in der Front, plus das rückwärtige MG hätte nochmal Infanterie killen können. Mit dem Panzer war ich etwas mehr zufrieden. Er hat heute einmal richtig ausgeteilt, aber ja, einmal ein anderes gegnerisches Fahrzeug und dann ist er halt weg. Und Christian hat mit dem Kran da 2 Packs und dann lebt er halt nicht lange. Ansonsten gut, Christa, seine Taktik ist hier ein bisschen aufgegangen. Gut, mir war das schon klar, dass er mich halt von den Objective fernhalten wollte. Das ist ja der Grund, warum ich die SAS da hinten stehen hatte. Genau, also es war mir schon bewusst, aber ich musste natürlich auch dran denken, dass die SAS mir die ganze Zeit gefährlich werden kann, weil einfach meine Einheiten empfänglicher für den Schaden halt sind. Ich hatte jetzt weniger Veteraninfanterie bis auf die Ingenieure und das wäre mir einfach zu heiß geworden, wenn Christian jetzt hier an der Flanke hier aufgeräumt hätte, dann hätte ich vielleicht früher ein Punkteungleichgewicht gehabt und hätte dadurch halt Probleme bekommen. Deshalb musste ich diese Einheit hier einfach wegkriegen. Eigentlich war meine Taktik, ein bisschen weiter ins Zentrum zu fahren mit dem Opel und da dann erst die Ingenieure auszuladen, aber die waren einfach saugefährlich die ganze Zeit, deshalb musste ich die dann da wegmachen und es waren ja auch mehrere Einheiten damit beschäftigt, ehe es mir wirklich gelungen ist. Und ja, das hat halt Zeit gekostet. Die anderen Einheiten von Christian fand ich gegenüber meinen jetzt nicht so krass. Auch das Bombardement hatte ich gut verkraftet diesmal. Das waren ja nur Pins, die diesmal verteilt wurden. Das war ja... Ja, klar, aber also von den Einheiten, die du beschießen konntest oder getroffen hast, waren es viele. Und dann ist ja immer das Problem, ja,
wie würfelst du jetzt? Sind es nur Pins oder ist es jetzt halt der volle Schaden? Ja, gut, man muss Sind es schon, viele Pins? man Sind's muss wenig schon Pins? gut würfeln, damit Aber es ist einfach noch das Problem schon oder das Positive für dich, wenn du einfach viele Einheiten erwischst. Ja? Und manchmal reicht das hatten wir heute auch wieder ein paar Mal, ein Pin, eine Einheit und ich krieg sie nicht entpinnt. Sogar der Offizier, Fuba heute, ja, da hängst du halt wieder da, dann ist die Einheit einfach nicht effektiv. Deshalb ist trotzdem dieses Bombardement immer nervig einfach. Und du musst halt vorher gucken, bevor es kommt, und das war ja dann leider schon im späteren Spielverlauf erst, immer dran denken, dass du nicht die Einheiten zu dicht hängst. Aber du musst ja auch an die restliche Taktik im Spiel denken. Ja, muss Deckung ausnutzen, etc. etc. Ne? Ja, ja, das sind viele Sachen, die man bedenken muss. Du hast es ja selber schon mal gesagt, wenn du auf einmal gegen einen spielst mit einem Ari Observer, musst du komplett anders denken. Ne? Sonst kannst du dich immer zurücklehnen und denken, ah ja, gut, wenn du jetzt nicht noch eine Ari irgendwo stehen hast, aber der kann einfach richtig reinhauen. Und dann bremst er dich extrem aus. Und das kann man sich als Italiener schon eigentlich nicht so leisten wie jetzt bei den Deutschen. Ne? Bombardement, das ist noch extremer einfach dann. Ja, vor allem, es kann dir ja wirklich, wenn man das mal weiterspinnt, zwei kleine Einheiten ratzfatz wegreißen. Dann wird eine in der Runde vielleicht noch weggeschossen, hast du ja sofort dann Moral-Malus. Genau, und dann muss ich jetzt, in dem Spiel war es ja auch so ein Punkt, Christian kann schön, sage ich mal, nur an das Missionsziel denken, aber ich habe immer noch als Aufgabe in meiner Fraktion, ich muss gucken, dass meine Jungs halt mit der Moral halt oben bleiben, ne? Sonst bekomme ich dadurch halt ein Problem. Deshalb ist für mich dann nicht nur das Missionsziel relevant. Ne? Das ist, also es ist immer ein bisschen schwieriger, die zu spielen, aber es macht auf jeden Fall Spaß und ich will mich da noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Ja, das wird schon. Alleine jetzt schon durch die Ingenieure, die du ja mitgenommen hast, hast du ja gemerkt, dass du da noch eine ganz andere Offensive hast. Ne, das ist ja so eine Offensiveinheit, das passt schon ganz gut. Ja, ich komme mal von meiner Seite. Was mir gut gefallen hat, ist definitiv der Grant. Der spielt sich echt gut. Dass man wirklich zwei Würfel mal per Pack schießen kann, ist echt anders. Gut, er ist natürlich auch nicht gerade billig. Ist jetzt kein 160 Punkte Panzer, aber der macht schon Spaß. Auch mit den zwei MGs noch dazu, das ist schon ganz toll. Ja, die SAS, wie im letzten Spiel, die sind echt der Bringer. Gerade hier hinten haben die dich ja total gebunden. Das war ja so mehr oder weniger der Plan. Der Offizier, das ist die Einheit des Tages, definitiv, mit seinem, dass er da sofort wieder stand und ohne Pins noch Kniegas gegeben hat. Echt klasse. Ja, der Hamba hat es ja noch rausgerissen. Er ist zwar erst in der 4. Runde gekommen, aber er hat ganz gut ausgeteilt. Gerade hier die Jungs mit dem Pin versehen, so dass sie gerade down gegangen sind. Der hat schon ganz schön das Ende des Spiels dominiert. Einige Leute dann auch, ja. Und ja gut, 2 Sechsen natürlich bei dem Wurf gerade mit dem Hamba. Gut, das war natürlich jetzt wieder Glück, da kann man nichts gegen machen. Aber auch wenn der jetzt eher reingekommen wäre, muss man auch sagen, der hätte schon richtig Unruhe gebracht. Ja, das ist halt die scheiß Autokanone. Der hat zum Ende schon die Unruhe da gemacht und wenn ich mir vorstelle, der wäre noch früher gekommen. Ja, gut, das stimmt. Ja, was den Italienern halt so ein bisschen fehlt, ist ganz einfach mal so ein vernünftiger Panzer, der auch mal gefährlich für einen anderen Panzer oder für so einen Armored Car wird. Ne? Das ist einfach so. Ja, hier vorne die SAS war auch gut. Ich habe es ja immer ein bisschen bewegt, damit dein Mörser sich nicht so weit einschießen kann. Das hat auch ganz gut geklappt, was ich da als Taktik vorhatte. Ja, gut. Auch wieder ein Szenario. Das ist immer so ein bisschen bei den Angreifer-Verteidiger-Szenarien, wenn man vorher die Listen schreibt, bevor man das Szenario kennt, hast du natürlich immer die Pack und den Mörser. Das wären jetzt so Sachen, die hätte ich nicht unbedingt mitgenommen. Da hätte ich vielleicht noch einen Trupp Infanterie für mitgenommen. Eine SAS-Truppe oder so nochmal zusätzlich. Die hätte ich dann, das hätte ich ein bisschen anders gemacht. Allerdings, hat der Mörser ja auch einmal getroffen und die Pack auch. Deswegen, ich will mich jetzt nicht beschweren. Okay. Ja, ansonsten, wie fandst du denn das Szenario? Das Szenario hat richtig Spaß gemacht. Ja, ne? Also ich fand das weil auch wenn es jetzt ein Angreifer-Verteidiger-Szenario gewesen ist, ist das aber nicht so, dass du jetzt auf mich zurennen musst und mich irgendwie aus den Stellungen raushauen musst,
sondern wir mussten ja beide uns trotzdem irgendwie zu dem Missionsziel bewegen, auch wenn ich da irgendwie 2 Einheiten stehen hatte, aber es war dynamisch. Ja, fand ich auch. Also mir hat das total gut auch gefallen, dass du ein bisschen was aufstellen musstest. Dann das in Wellen gekommen ist. Richtig. Ich im Grunde genommen ein bisschen aufstellen musste. Gut, ich hatte jetzt Glück, dass ich sehr viele Infanterieeinheiten hatte. Dadurch konnte ich natürlich eine Masse auch sofort aufstellen. Wenn man mit einer anderen Liste kommt, kann das natürlich anders aussehen. Wenn du, sag ich jetzt mal, 2 Kerneinheiten und vielleicht noch eine normale andere Truppe hast und versuchst fahrzeuglastig hier zu arbeiten, Ja. kommst du natürlich viel später ins Spiel. Das stimmt. Durch die Regel der Italiener, dass du in der ersten Runde nur ein Advance machen kannst, das ist natürlich auch nicht so schlecht. Du bist meistens mit den Waffenreichweiten noch nicht da. Das verlangsamt sich dich auch so ein bisschen. Wenn du jetzt schnell da gewesen wärst, hätte das natürlich auch anders aussehen können, dass ich dich an dem Flugzeug ganz anders parken hätte müssen. Ja, nee, mir gefällt das Szenario auch. Man muss dazu sagen, wir spielen sehr wenig Spiele eigentlich direkt aus dem Bolt-Action-Buch. Richtig. Wir haben bisher meistens selbst ausgedachte Szenarien gespielt, wo wir ja auch schon mal ab und zu Balancing-Schwierigkeiten hatten und das auch machen mussten. Aber die sind schon sehr, sehr gebalanced, finde ich. Ja. Die sind sehr ausgeglichen konzipiert. Die 2, die wir jetzt gespielt haben. Und nee, die hat mir auch sehr gut gefallen, weil es nicht so geradlinig ist, aufeinander zu rennen und fertig. Genau. Ne? Ja. Also wenn man jetzt nicht nur irgendwie dumpf jetzt auch Einheiten wegschießen muss, ne? Das ist ja eigentlich immer so ein bisschen eine coole Sache. Ja. Gut, also wie wollte man dann verfahren? Wollte man dann im nächsten Spiel schon kampagnenmäßig anfangen was? Das Oder- musst du jetzt sagen, wie du das machen möchtest. Ob du jetzt schon eine Kampagne machen möchtest oder ob du lieber nochmal ein Testspiel mit deinen Italienern machen möchtest. Weil was wir jetzt noch gar nicht hatten, wir hatten jetzt 2-mal gespielt Angreifer-Verteidiger, dass wir das nächste Mal vielleicht mal ein ganz normales Szenario spielen mit den Italienern, wie die sich so spielen, ohne Ja. dass du die Regeln hast. Das können wir mal machen, genau. Dass wir Das noch war- einmal sagen, wir spielen noch einmal eine andere Geschichte und danach gehen wir in so eine 6 bis 8 Genau. Kampagne. Genau, ja. Ja, das ist eine gute Idee, dass wir da den Vergleich nochmal haben und dann bin ich nochmal drin. Vielleicht habe ich da auch nochmal eine ein oder andere Einheit, die ich dann mit aufstelle, um die auch nochmal zu testen. Ja, dann machen wir das so. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall da schon mal freuen. Wir hoffen, euch hat das auch soweit gefallen. Uns auf alle Fälle, sonst würden wir es nicht tun. Richtig. Und wie gesagt, Anregungen etc. pp. Gerne in die Kommentare und dann können wir uns da auch nochmal ein bisschen austauschen. Und ganz wichtig, denkt dran, recherchiert bitte, wie das mit den Ja, Flamern war. genau, mit dem machen's auch. Flamer im Infanterietrupp. Und wir tauschen uns unterm Video aus. Genau. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr gerade dieses Video schaut. Morgen, Mahlzeit oder sonst was. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's Ciao. gut. Ciao.